Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Crypto Explained. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und versichere dir, dass du nach diesem Video wirklich voll und ganz verstanden hast, was Impermanent Loss ist, wie du ihn im Auge behalten kannst und natürlich auch, wie du ihn vermeiden kannst. Dabei schauen wir uns Folgendes an. Erstmal klären wir, wie dann überhaupt der Preis auf einer dezentralen Exchange entsteht, wie Impermanent Loss im Beispiel aussieht und wie man mit ihm rechnen und ihn vermeiden kann. Impermanent Loss ist einer der wohl wichtigsten Risiken, die auftreten, wenn man am sogenannten Liquidity Mining teilnimmt. Wir tun jetzt mal so, als würdest du jetzt gerade ins Liquidity Mining einsteigen und schauen uns dann genau an, was denn so passieren kann. An dieser Stelle möchte ich einen Disclaimer machen. Die Zahlen, die wir in dem Beispiel verwenden werden, sind sehr ungenau. Die Berechnungen sind stark vereinfacht und ja, dennoch wird das Prinzip für dich als Investor klar und das ist ja eben das Wichtige. Sagen wir jetzt, du möchtest gerne beim Liquidity Mining der DeFi-Chain mitmachen und du hast dir jetzt überlegt, dass du zum Beispiel 5 Bitcoin investieren möchtest. Dies ist natürlich auch auf alle möglichen anderen Pools anwendbar. Das Verhältnis eines Paares ist bei der DeFi-Chain immer 50-50. Das heißt letztendlich, du brauchst den Gegenwert zu deinen 5 Bitcoin, also 200.000 DFI. Dein Einsatz sind jetzt also 5 Bitcoin und 200.000 DeFi. Soweit so gut. Schauen wir uns nun an, was in dem Pool denn so drin liegt. Der Pool ist gerade noch klein und derzeit gibt es nur 20 Bitcoin und 800.000 DeFi im Pool. Mit deinem Investment sind es jetzt also 25 Bitcoin und 1 Million DeFi. Du hältst somit einen Anteil von 20% am gesamten Pool. Okay, nun vergehen womöglich ein paar Stunden, Tage oder Wochen und ja, wie jetzt aus dem Nichts oder aus irgendeinem Grund verdoppelt sich der Preis von DFI und du überlegst dir, ob du dich ein paar DeFi aus dem Pool nehmen solltest, um sie vielleicht zu verkaufen. Okay, gesagt, getan, du öffnest vielleicht deine Wallet und stellst mit einem Schrecken fest, dass sich deine Anzahl an Coins verändert haben. Du hast nur irgendwie mehr Bitcoin und weniger DeFi als zuvor und wir schauen uns jetzt mal an, warum. In dem Moment, in dem der Preis von DeFi gestiegen ist, verändert sich natürlich auch das Verhältnis von den Coins im Pool. Der Preis auf einer dezentralen Exchange richtet sich nämlich immer nach dem Verhältnis der Coins. Es gibt hier ja keine Order wie auf einer zentralen Exchange. Die Anpassung passiert aber nicht gänzlich von alleine. Jemand ist dafür verantwortlich und auch wenn es in den meisten Fällen irgendwelche Programme oder Bots sind, die sich darum kümmern, reden wir hier von sogenannten Arbitrage-Tradern. Auch wenn die Übersetzung von Arbitrage eigentlich keine Hilfe ist, sind Arbitrage-Trader nichts anderes als ganz normale Trader, die sich eben darauf spezialisiert haben, Kursschwankungen zwischen verschiedenen Handelsplätzen auszunutzen, um somit risikofrei Gewinne zu erzielen. Solche Trader sind nicht nur im Kryptobereich unterwegs, sondern überall, wo es eben geht, aber meist mit sehr hoher technischer Unterstützung. In erster Linie wollen wir jetzt verstehen, warum sich das Verhältnis im Pool überhaupt verändert hat und warum dies eigentlich auch gut ist. Zu Beginn waren 25 Bitcoin und 1 Million DeFi im Pool, was eben nichts anderes bedeutet, als dass der aktuelle Preis bei 40.000 DeFi pro Bitcoin gilt. Dafür müssen wir einfach nur die Bitcoins im Pool teilen. Also, wir zahlen auf der dezentralen Exchange jetzt 40.000 DeFi pro Bitcoin. Jetzt schauen wir uns an, was genau passiert ist, als sich der Preis von DeFi verdoppelt hat. Um das Ganze besser zu verstehen, werden wir nun die Sichtweise eines Arbitrage-Traders annehmen. Sagen wir mal, Trader X beobachtet die Kurse und stellt fest, dass man auf zentralen Exchanges 20.000 DeFi pro Bitcoin und auf der dezentralen 40.000 DeFi pro Bitcoin bekommt. Ja, der freut sich riesig und legt sofort los. Er öffnet also die DEX und kauft dort 40.000 DeFi mit einem Bitcoin. Dennoch herrscht auf der DEX ja eben der alte Preis, wobei DEX hier natürlich die Abkürzung für Decentralized Exchange ist. Danach schickt er diese 40.000 DeFi zu einer zentralen Exchange, wie zum Beispiel Bittrex, und hält dafür aber 2 Bitcoin zurück. Er hat sein Kapital nun risikofrei verdoppelt. Da er natürlich nicht dumm ist, wiederholt er das ganze Spiel und schickt die 2 Bitcoin wieder zur dezentralen Exchange. Jetzt stellt er aber fest, dass durch seinen ersten Trade jetzt 26 Bitcoin und nur noch 960.000 DeFi im Pool sind. Also wie wir gerade schon gesehen haben, spiegelt das Verhältnis der Coins auf der DEX eben den Preis wider. Das heißt nun also, dass der Trader X für 960.000 DeFi geteilt durch 26 Bitcoin also jetzt für 36.923 DeFi pro Bitcoin einkaufen muss. Der Preis für DeFi ist also gestiegen. Man bekommt nun auf der DEX für 1 Bitcoin nur noch 36.923 DeFi statt 40.000 wie gerade eben. Da sich das immer noch lohnt,
tauscht der Trader seine 2 Bitcoin von gerade gegen 2 mal 36.900, also knapp 74.000 DeFi. Anschließend verkauft er diese für 3,7 Bitcoin und wiederholt das Spiel. Er schickt diese 3,7 Bitcoin nun zur DEX und tauscht die in DeFi um. Nun sind aber natürlich durch seine bisherigen Trades 28 Bitcoin und nur noch knapp 886.000 DeFi im Pool. Der Preis ist also derzeit bei 886.000 geteilt durch 28, also 31.684 DeFi pro Bitcoin. Er kauft nun 117.000 Stück mit seinen 3,7 Bitcoin und erhält dafür auf seiner Exchange wiederum 5,8 Bitcoin. Okay, ich denke, ihr habt das Prinzip verstanden. Das Ganze wiederholt sich also immer und immer wieder und das wird sich so lange wiederholen, bis wir wieder einen Preis von 20.000 DeFi pro Bitcoin erhalten. Das ist eben genau dann der Fall, wenn wir ca. 34,5 Bitcoin und ca. 700.000 DeFi im Pool haben. Diese Näherung ist natürlich sehr ungenau. Es gibt noch viele weitere wichtige Faktoren wie Slippage und Gebühren. Zudem wäre Trader Y auch nicht der einzige Trader, der Arbitrage durchführen würde. Aber nehmen wir dies einfach mal an. Dann sind jetzt also 34,5 Bitcoin und knapp 700.000 DeFi im Pool. Und vorher waren eben 25 Bitcoin und 1 Million DeFi im Pool. Springen wir zurück zu dem Punkt, an dem dir aufgefallen war, dass du irgendwie mehr Bitcoin und weniger DeFi als zuvor hast und du überlegt hattest, ein paar DeFi aus dem Pool zu ziehen, um sie vielleicht zu verkaufen. Du zahlst nun aus und erhältst 20% vom Pool. Okay, warum jetzt nochmal 20%? Okay, zu Beginn deines Investments hat dein Anteil eben 20% von der gesamten Poolgröße ausgemacht. Diese 20% sind jetzt also 6,9 Bitcoin und knapp 140.000 DeFi statt 5 Bitcoin und 200.000 DeFi. Das Verhältnis hat sich hier also wirklich stark verschoben. Schauen wir uns an, was das Ganze denn für dich jetzt in Dollar bedeutet. Wir haben vorher angenommen, dass Bitcoin bei 20.000 Dollar lag und DeFi bei 50 Cent. Damit lag der Einsatz mit 5 Bitcoin und 200.000 DeFi bei 200.000 Dollar. Jetzt haben wir aber 6,9 Bitcoin, die mit dem aktuellen Bitcoin-Preis eben 138.000 Dollar widerspiegeln und 140.000 DeFi, die nach dem erhöhten DeFi-Preis, der sich ja verdoppelt hat, 140.225 Dollar ausmachen. Du hast nun also 278.225 Dollar statt 200.000 wie zu Beginn. Ja, nice. Aber leider ist dir vielleicht eins entgangen. Hättest du nicht am Liquidity Mining teilgenommen und einfach deine Coins behalten, hättest du ja 5 Bitcoin und 200.000 DeFi, die jetzt insgesamt 300.000 Dollar wert sind. Du hast nun durch die Teilnahme am Liquidity Mining also knapp 21.775 Dollar verloren. Wie ist das denn jetzt passiert? Wir haben vorher festgestellt, dass sich eben das Verhältnis im Pool verändert hat, da Trader Y sogenanntes Arbitrage Trading durchgeführt hat. Bildlich gesehen wird damit dem Pool ein wenig an Wert geraubt, welches der Trader Y für sich gewinnt, und dieser Verlust ist dann irgendwie auch dein Verlust, da dir ja 20% vom Pool gehören. Fassen wir das Ganze also nochmal verständlich zusammen. Dadurch, dass der Preis auf einer dezentralen Exchange durch das Verhältnis der Coins entsteht und es auf einer dezentralen Exchange keine Orderbücher gibt, entsteht die Möglichkeit, dass andere Trader Arbitrage Trading durchführen können. Dadurch verliert der Pool an Wert und dies vor allem dann, wenn der Preis sehr große Sprünge macht. Das Verhältnis verschiebt sich und du bekommst eine andere Menge an eingesetzten Coins heraus, als die du eingesetzt hast. Arbitrage-Trader sind dennoch unerlässlich für eine dezentrale Exchange, denn ansonsten hättest du sehr oft das Problem, dass du eben nicht zum aktuellen Kurs auf der dezentralen Exchange handeln könntest. Okay, ich hoffe wirklich, dass die Erklärung verständlich war. Lass dich nicht davon demotivieren, falls du es noch nicht verstanden hast, und schreib mir gerne deine Fragen in die Kommentare. Bevor wir das Video aber beenden, schauen wir uns natürlich noch an, wie du Impermanent Loss vermeiden kannst. Impermanent Loss ist, wie der Name verrät, unbeständig. Es hätte in diesem Beispiel sein können, dass DeFi ein paar Tage später einfach wieder zu dem ursprünglichen Preis fällt. Würdest du dann auszahlen, hättest du gar keinen Impermanent Loss erlitten, da sich das Verhältnis des Pools wieder zu deinen Gunsten eingependelt hätte. Du solltest wirklich immer darauf achten, dass der Preis auf einer dezentralen Exchange gerade ausbalanciert ist, bevor du investierst. Denn sonst läufst du natürlich Gefahr, dass kurz nachdem du investiert hast, der Pool eben ausgeglichen wird
und sich das Verhältnis verschiebt. Für dein Risiko bekommst du ja natürlich auch etwas zurück. Bei den jetzigen Renditen, wie zum Beispiel im Fall von DFI von knapp 400% pro Jahr, werden die Renditen den Impermanent Loss weit übertreffen. Also nicht panisch werden und die Coins irgendwie aus dem Liquidity Mining rausnehmen, einfach cool bleiben und die Rewards genießen. Und der letzte Punkt ist meiner Meinung nach der beste. Risiken wie der Impermanent Loss sind einer meiner Favoriten. Ich kann hier wirklich ganz genau sehen, was eigentlich passiert und kann mir einfach ausrechnen, was Sache ist. Berechenbare Risiken sind viel angenehmer als unberechenbare, egal wie hoch sie sind. Zum Impermanent Loss gibt es einige Rechner und Grafiken im Netz, die dir dabei helfen, dein Risiko einzuschätzen. So kannst du dir zum Beispiel Folgendes überlegen. Wenn ich erwarte, dass zum Beispiel Bitcoin bei rund $20.000 stabil bleibt und DeFi weniger als 500% steigt, habe ich mit maximal 25% Impermanent Loss zu rechnen. Wenn ich knapp 400% Rendite pro Jahr erhalte, entsprechen das also 33% pro Monat. Also muss ich mindestens einen Monat am Liquidity Mining teilnehmen, um das Risiko für dieses Szenario abzudecken. Wobei die Berechnung hier natürlich auch vereinfacht ist, da in der jährlichen Rendite natürlich der Zinseszinseffekt mit drin ist. So kann man sich viele verschiedene Szenarien durchdenken und sich entscheiden, ob es das Risiko wert ist. Dies soll für dieses Video aber erstmal genügen. Ich bedanke mich herzlich bei dir, wenn du dieses Video bis hierhin angesehen hast und hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest. Auf diesem Kanal findest du in Zukunft noch viel mehr detaillierte Erklärvideos und Tutorials über Kryptowährungen und auch über die DeFi-Chain, ihre Anwendung, Use Cases und Risiken. Ich würde mich über ein Abo wirklich unglaublich freuen und wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Investieren und Nutzen von Kryptowährungen.